Heute sind wir im geothermisch sehr aktiven Rotorua. Deshalb besuchen wir Neuseelands bekanntestes Geothermalgebiet Te Puya und schauen uns ein paar freundlich blubbernde Schlammpools, Krater und Geysire an. Aber ist das schon genug für heute? Nein, natürlich nicht. Wir schleppen uns auch noch 19,4 Kilometer weit durch den Tongariro Nationalpark. Ist überhaupt nicht anstrengend und gut machbar, wurde uns gesagt. Ja, war überhaupt nicht anstrengend. Schau einfach selbst. Los geht's! Te Puya ist Neuseelands Geothermal-Wonderland. Schon vor dem Eingang des Parks wirst du von aufsteigenden Rauchschwaden und atemberaubenden Schwefelgerüchen begrüßt. Aber nein, du wirst es überleben und dich dran gewöhnen. Im Park selbst kannst du die Maori-Kultur besser kennenlernen und dich an den tollen Farbspielen der heißen Quellen erfreuen. Welcome once again to Te Puya and to our courtyard here of Rotorua. We are welcoming ceremony will short. Toll sind auch die fröhlich vor sich hin brodelnden Schlammpools. Na, Lust auf ein Schlammbad? Weiterhin kannst du hier unzählige Geysire bestaunen. Unter anderem auch den größten Geysir der Südhalbkugel, der Puhuto-Geysir, mit einer Wasserfontäne von bis zu 30 Metern Höhe. Bis zu 20 Mal kannst du das Schauspiel am Tag bestaunen. Der Ausbruch des Geysirs kann übrigens genau vorhergesagt werden. Ein weiteres Highlight des Parks sind die hier lebenden Kiwis, Neuseelands Wappenvögel. Die sind so süß. Die Kuschelkugeln sind übrigens sehr scheu und nacktaktiv. Alter. Die Kuschelkugeln sind übrigens sehr scheu und nachtaktiv. In freier Wildbahn wirst du ihnen wahrscheinlich nie begegnen. Aber gut, wir mussten nun weiter zu unserer nächsten Unterkunft in Ohakune. Die 2,5 Stunden Fahrt dorthin wurden uns mit atemberaubenden Aussichten versüßt. Zunächst kamen wir an den Huka Falls vorbei. Was für ein Spektakel! Hier donnert Neuseelands längster Fluss, der Waikato River, durch eine enge Schlucht. 220.000 Liter werden hier pro Sekunde den Wasserfall hinabgespült. Von hier aus ging es weiter entlang des Lake Taupo. Dieser ist wiederum Neuseelands größter See. An sich ist der See schon eine Attraktion für sich, aber 4 Wochen reichen einfach nicht, um auch hier noch ausgiebig Halt zu machen. Die Aussicht auf den Tongariro Nationalpark von hier aus ist aber allein die Fahrt hierhin schon wert. In Ohakune angekommen, hatten wir null Plan. Die nette Irin an der Rezeption fragte uns, was wir denn vorhätten. Wir wussten es nicht. Sie schlug uns den Tongariro Nationalpark vor und gab uns ein Infoblatt zum Tongariro Crossing mit aufs Zimmer. Schnell war klar, wir gehen wandern. Also schnell zurück zur Rezeption und den Shuttle-Service für die An- und Abreise für den nächsten Tag gebucht. Wir hatten etwas Respekt vor der rund 20 Kilometer langen Wanderung und vor den Steigungen. Wir hatten ja keine Ahnung, was uns erwartet. Die leicht korpulente Rezeptionistin meinte aber, das passt schon, habe ich auch schon 3-mal gemacht. Ja, kein Problem, easy peasy. Das war dann der Running Gag am nächsten Tag. Aber hier, überzeugt dich selbst. Schau doch einfach mal, ob das wirklich so einfach ist. Der Ausgangspunkt unserer Wanderung war das in 1120 Meter Höhe gelegene Mongatapopo Valley. Hier wanderst du erstmal ganz gemütlich an einem Fluss entlang und dann kommt es plötzlich zu einem steilen Anstieg, dem sogenannten Devil's Staircase. Also erstmal locker flockig 1600 Meter aufsteigen und dann mit einer schönen Wanderung durch den folgenden Krater belohnt werden.
ehrlich gesagt, ich war ja da schon ziemlich durch mit der Welt. Konditionen und ich sind bis heute nicht die besten Freunde. Naja, es ging dann weiter auf den höchsten Punkt der Wanderung, den 1886 Meter hochgelegenen, immer noch aktiven Red Crater mit den Emerald Lakes. Hammer! Von hier aus ging es dann auch fast nur noch bergab. Am Blue Lake haben wir uns dann nochmal eine Pause gegönnt, denn der Blick von hier zurück auf den Red Crater und den dahinterliegenden Tongariro ist einmalig schön. Mann, was ist das geil dort und was für Aussichten du da hast. Noch dazu hatten wir total viel Glück mit dem Wetter. Von hier aus war dann unser Ziel nur noch der Abstieg zum in 760 Meter Höhe gelegenen Ketai Car Park. Denn hier wartete unser Shuttle schon auf uns. Das Ganze konnte nicht schnell genug kommen, denn das Wasser und die Nahrung war uns bereits ausgegangen. Das war ein bisschen problematisch, denn zu dem Zeitpunkt hatten wir noch 11,3 Kilometer Fußmarsch vor uns. Ja, ich habe ja gesagt, wir waren super vorbereitet, aber wir haben es natürlich irgendwie nach unten geschafft. Fix und fertig und froh, das überlebt zu haben, sind wir am Abend ins Bett gefallen. Der Ausflug war spitze, aber völlig unvorbereitet und ohne zu wissen, auf was man sich hier einlässt, war das schon etwas leichtsinnig. 2011 hatten wir persönlich noch kein Smartphone und das Internet jederzeit griffbereit, um sich über sowas zu informieren. Wie auch immer, genug gejammert. Wenn du in Neuseeland bist, ist der Tongariro Crossing ein Muss. Für dieses Mal war es dann auch wieder. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.